Deutsch lernen durch Hören. Die Kerzen. Stefanie schmückt ihre Wohnung für die Weihnachtszeit. Sie liebt Weihnachten und alles, was damit zu tun hat. Kerzen sind Stefanies Lieblingsdekoration für alle Jahreszeiten. Sie hat Kerzen in allen Formen und Farben. Für die Weihnachtszeit hat Stefanie rote, grüne, weiße und goldene Kerzen. Besonders mag sie die goldenen, die die Form einer Pyramide haben. Die sehen sehr edel aus, findet Stefanie. Während sie schmückt, fällt ihr ein, dass sie noch einkaufen muss. Die Geschäfte schließen bald und es ist Samstag. Wenn sie jetzt nicht einkauft, gibt es morgen kein Abendessen. Außerdem hat Stefanie keine Streichhölzer mehr, um ihre vielen Kerzen anzuzünden. Schnell eilt Stefanie zum Supermarkt, der nur ein paar hundert Meter die Straße weiter liegt. Als sie nach dem Einkauf zurückkommt, liegt vor ihrer Wohnungstür ein Päckchen ohne Absender. Es ist mit einer weihnachtlichen Schleife verziert. Wahrscheinlich ist es ein Geschenk von der Nachbarin. Wenn die Nachbarin ein paar Tage weg ist, füttert Stefanie immer ihre Katze. Dafür bekommt sie manchmal kleine Geschenke von ihrer Nachbarin. Stefanie nimmt das Päckchen mit in die Wohnung. Zuerst räumt sie ihre Einkäufe weg und zündet ein paar Kerzen an. Dann nimmt sie das Päckchen. Vorsichtig löst Stefanie die Schleife von der Schachtel und schaut hinein. Es sind 3 silberne Kerzen mit einer ungewöhnlichen und sehr auffälligen Form. Stefanie weiß nicht, wie sie die Form beschreiben soll. So etwas hat sie noch nie gesehen, aber sie findet die Kerzen wunderschön. Diese Kerzen wird Stefanie erst zu Weihnachten verwenden, vorher nicht. Damit sie bis dahin gut aussehen, stellt Stefanie sie auf ein schwarzes, rundes Tablett. Um die Kerzen herum verteilt Stefanie kleine rote und grüne Sterne. Anschließend stellt sie das Tablett auf den Wohnzimmertisch. So kann sie die hübschen Kerzen jeden Abend sehen. Nach einem gemütlichen Abend geht Stefanie ins Bett. Sie schläft schnell ein, aber ihr Schlaf ist unruhig. Am nächsten Morgen weiß Stefanie nicht, was sie geträumt hat, aber es war nichts Schönes. Stefanie fühlt sich müde, obwohl sie ausreichend geschlafen hat. So geht es auch die folgenden Nächte. Am 18. Dezember ist Stefanie morgens so erschöpft, dass sie sich bei der Arbeit krank meldet. Ab dem 19. hat sie sowieso frei. Ein Tag spielt also keine Rolle mehr. Als jemand an die Tür klopft, öffnet Stefanie müde und mit dunklen Augenringen. Vor der Tür steht ihre Nachbarin. »Hallo, kannst du für eine Woche auf Mr. Jingles aufpassen? Ich muss zu meiner Mutter. Mein Vater ist im Krankenhaus«, fragt die Nachbarin. »Es ist ein Notfall. Geht es dir gut? Du siehst furchtbar aus.« Es geht mir gut. Ich schlafe in den letzten Wochen sehr schlecht. Morgens bin ich müder als am Abend zuvor«, antwortet Stefanie. »Ich glaube, ich schaffe es gerade noch, deine Katze zu füttern und das Katzenklo sauber zu machen. Danke übrigens für die Kerzen, die sind wirklich toll. Solche habe ich noch nie gesehen. Hast du sie online bestellt?« »Welche Kerzen?«, fragt die Nachbarin überrascht. »Die silbernen in dem Päckchen, das du mir neulich vor die Tür gestellt hast«, erklärt Stefanie. »Waren die nicht von dir?« »Nein, ich wollte dir eine Packung Plätzchen vom Weihnachtsmarkt mitbringen. Das hatte ich als Geschenk und Dankeschön geplant«, sagt die Nachbarin. »Ach, von wem war das Päckchen dann?«
überlegt Stefanie. Keine Ahnung, vielleicht von dem Typen, der über dir wohnt. Ich glaube, der steht auf dich, spekuliert die Nachbarin. Und woher weiß der, dass ich Kerzen mag? Hast du mal von der Straße aus in deine Fenster geschaut? Da sieht man in jedem Fenster mindestens 3 Kerzen. Ich glaube, das wissen alle in unserer Straße, auch die Briefträgerin und die Paketboten, lacht die Nachbarin. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich bin einfach so müde, dass ich nicht mehr klar denken kann. Wann soll ich Mr. Jingles füttern? Fragt Stefanie. Erst heute Abend. Ich schicke dir nachher eine Erinnerung, dann vergisst du es nicht, antwortet die Nachbarin. Ich muss jetzt packen. Danke, dass du dich um Jingles kümmerst. Ich glaube, er mag dich auch. Er mag nicht viele Leute außer mir. Als Stefanie wieder allein in ihrer Wohnung ist, denkt sie über den Nachbarn nach. Er wohnt noch nicht lange in ihrem Haus. Er ist im Frühling eingezogen und Stefanie hat noch nicht viel mit ihm gesprochen. Er sieht gut aus, aber irgendetwas an ihm gefällt Stefanie nicht. Sie kann nicht sagen, was es ist, aber es ist etwas, das ihr ein schlechtes Gefühl gibt. Sie würde sagen, es sind seine Augen, aber das klingt wie ein Klischee. So einfach ist es wohl nicht zu erklären, dass Stefanie gemischte Gefühle bei ihrem neuen Nachbarn hat. Nachdem sie sich abends um Mr. Jingles gekümmert hat, geht Stefanie direkt ins Bett. So geht es in den nächsten Tagen bis Weihnachten. Sie hat sich ein Festessen bestellt, weil sie zu müde zum Kochen ist. Mit dem Teller setzt sie sich aufs Sofa und sieht sich einen Weihnachtsfilm an. Nach dem Essen zündet Stefanie ihre schönen, silbernen Kerzen an. Sobald die Kerzen brennen, stellt Stefanie etwas fest. Sie haben einen süßlichen Duft. Wonach sie riechen, kann Stefanie nicht sagen, aber der Geruch kommt ihr bekannt vor. Es scheint eine Mischung aus Weihnachtsgewürzen zu sein. Der Film ist fast zu Ende, aber Stefanie merkt nicht viel davon. Sie fühlt sich schläfrig, als würde sie in einer weichen Weihnachtswolke liegen. Oder als wäre diese Wolke direkt in ihrem Kopf. Sie merkt nicht, dass die Tür zu ihrer Wohnung geöffnet wird und dass jemand leise das Wohnzimmer betritt. Stefanie liegt fast bewusstlos auf dem Sofa, als ihr neuer Nachbar näher kommt. Er geht vor dem Sofa auf die Knie und streichelt Stefanies Haare, was sie kaum bemerkt. Sie ist völlig betäubt. Ihr Nachbar nimmt die Decke, mit der sich Stefanie zugedeckt hat. Langsam zieht er sie weg. Dann berührt er ganz vorsichtig Stefanies Arm. Gerade als er sie küssen will, wird die Wohnungstür schwungvoll geöffnet. Es ist Stefanies Nachbarin. Sie ist gerade nach Hause gekommen und hat sich Sorgen gemacht, als sie Stefanies offene Tür gesehen hat. Mit einer Teigrolle in der einen und ihrem Handy in der anderen Hand kommt sie ins Wohnzimmer. Die Nummer der Polizei hat sie schon gewählt. Jetzt muss sie nur noch auf das grüne Symbol drücken, um anzurufen. Das tut sie auch sofort, als sie den neuen Nachbarn vor Stefanies Sofa auf dem Boden liegen sieht. Der hat hier überhaupt nichts zu suchen. Er versucht zu fliehen, als ihn die Nachbarin mit dem Nudelholz entdeckt, aber sie versperrt ihm die Tür. Mit der Teigrolle hält sie ihn in der Wohnung fest, bis die Polizei kommt. Die nimmt den Mann mit. Erst als die Polizei weg ist, legt die Nachbarin die Teigrolle weg. Sie löscht die silbernen Kerzen, deren Geruch ihr ebenfalls ein komisches Gefühl gibt. Kurz darauf kommt ein Krankenwagen, den die Polizisten gerufen haben. Ein Arzt untersucht Stefanie genau. Ihr Puls ist niedrig.
Das Herz schlägt viel zu langsam. Stefanie ist nicht ansprechbar. Wir bringen sie ins Krankenhaus, erklärt der Arzt besorgt. Sie sollten die Kerzen untersuchen. Ich glaube, da stimmt was nicht, meint die Nachbarin. Okay, darum muss sich die Polizei kümmern. Ich informiere Sie, wenn wir unterwegs sind. Wir müssen uns beeilen, sagt der Arzt und nimmt Stefanie mit.